Wind geht mir so auf die Ketten. Nur einer wüsste, wie lange das dauert, früh meine Haare zu machen. Ja, naja. So, also Andorra. Ein Land so wellig wie die Zellulite. Nee. Ach, keine Ahnung. Laufen wir schon? Ach so, gut. Dann hier? Ist gut? Alles klar. Also, ich bin so ein bisschen pissig, muss ich sagen. Denn in der Pressemappe zum neuen RS5 stehen schon wieder Sachen drin, die ich nicht so richtig verstehe. Zum Beispiel soll er ein High-Performance-Coupé sein und gleichzeitig ein Gran Turismo. Und ich frage mich, schließt sich das denn nicht kategorisch aus? Und ich frage mich auch, warum macht Audi aus dem RS5 einen Gran Turismo? Denn ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man sich damit der Konkurrenz entziehen will. Denn wenn jetzt der M4 auf einer Rundenzeit schneller wäre als der RS5, dann heißt es am Ende, ja, der RS5 ist ja auch ein Gran Turismo. Aber was denn wirklich im RS5 steckt, das finde ich heute raus. Die äußere Erscheinung lässt eigentlich hoffen, dass da was geht. Mit 275er Reifen, Tieferlegung, Spurverbreiterung und Schwarzpaket sagt der Kollege hier, geh weg, ich bin schneller. Mein Highlight, die Rathäuser im Urquattro-Stil. Damit die Backen am A5 aber auch so dick werden, müssen erstmal 80.900 € über den Tresen wandern. So, hier drunter steckt natürlich das Herzstück vom neuen RS5. V6 steht hier in großen Lettern. 2,9 Liter. Als ich das gehört habe, sind bei mir sofort die Alarmglocken angegangen. Und ich dachte, wie viel Geld muss Audi zurzeit haben, neben dem 3 Liter TFSI noch einen 2,9 Liter Motor zu entwickeln. Aber die Sache ist ganz einfach erklärt. Zum einen, der steckt natürlich auch schon im Panamera S drin. Und es ist nicht so, dass der komplett neu von Grund auf entwickelt wurde, sondern man hat, um die Kräfte des Biturbos besser verarbeiten zu können, einfach alles ein bisschen verstärkt. Man hat unter anderem auch den Hub verkürzt auf 86 mm und dadurch kommt eben auch die Hubraumverkleinerung von 3 Liter auf 2,9 Liter zustande. Das heißt also im Prinzip steckt hier ein Verwandter von dem Audi S5 Motor drin. 450 PS leistet der athletische Schwibschwager und 600 Newtonmeter Drehmoment. Übrigens hat Audi das Aggregat an Porsche ausgeliehen und nicht umgekehrt. So, jetzt einmal aufwachen alle wieder bitte, denn jetzt kommt die Stelle, wo ich den Förstergrün Jagdwagen fahre. Und dann schauen wir doch mal, was das mit der Gran Turismo-Sache auf sich hat. Ich gleite jetzt hier dahin, 55 km/h, und ich muss sagen, dass ich den Motor nicht höre. Aber auch Abrollgeräusche und generell Umwelteinflüsse nehme ich hier drin eigentlich kaum wahr. Also es ist tatsächlich jetzt gerade ein sehr komfortables Auto. Okay, Komfort hat er. Aber soll er Komfort? Puh, ich befürchte, diese Frage kann nur in den Kommentarzeilen einschlägiger Videoportale beantwortet werden. Nicht. An sich habe ich damit ja kein Problem, wenn man sagt, okay, man stellt hier einen GT auf die Beine. Nur, ich sag mal so, für den GT fehlen mir schon mal mindestens 2 Zylinder. Und ein klassischer GT hat zwar 4 Sitze, 2 von denen kann man aber in die Tonne kloppen, weil man die nicht benutzen kann. Das ist für mich eine klassische Eigenschaft von einem Gran Turismo. Beim RS5 Coupé ist es aber so, dass man da hinten durchaus Platz hat, auch als Erwachsener. So, also rein nach der Definition kann der RS5 für mich kein Gran Turismo sein. Und ich finde auch in dem Segment, in dem er sich bewegt, mit M4 und C63 Coupé, weiß ich nicht, warum sich Audi jetzt quasi dieser Sportlichkeit entziehen möchte und plötzlich sagt, okay, wir stellen hier ein Gran Turismo auf die Straße, denn der RS5 hat eben immer noch das RS-Logo hinten drauf, Rennsport. Und dann zu sagen, ja, das ist jetzt aber ein GT, erschließt sich für mich nicht. Vielleicht muss man sich an den Vorgänger zurückerinnern, um den Schritt in Richtung GT nachvollziehen zu können, denn der fiel durch eine Abstimmung auf, die von Anfang an klar machte, dass es sich um einen Sportwagen handelt. Also das Fahrwerk ist tatsächlich sehr komfortabel, vor allem im Vergleich mit dem Vorgänger. Er bügelt Unebenheiten total gut weg, die Federung spricht gut an und die Dämpfung spricht auch gut an. Hier in meinem Testauto ist jetzt auch noch die Dynamic Ride Control verbaut. Das heißt, in Kurven gibt es auch noch einen Wankausgleich über die adaptive Dämpferverstellung. Und ja, also eine Rollneigung ist jetzt hier nicht wirklich zu verspüren. Ich fahre allerdings auch noch nicht wirklich dynamisch. Also ich cruise hier mehr so lang. Und wenn man auf Cruisen steht und sich dafür eine RS5 kaufen möchte,
dann kann er das auf jeden Fall. Das muss ich ihm attestieren. Also versteht mich jetzt nicht falsch, das Auto fährt sich im normalen Betrieb wirklich toll und ist ein echter Langstreckenbomber. Aber, und das kommt jetzt vielleicht komisch, vom RS5 will ich das gar nicht. Und das Problem habe ich auch beim Sound, denn auch da zeigt er mir zu wenig Kante. Und es kommt mir so vor, als ist der total gedämpft, der Motor. Also der Motorsound dringt überhaupt nicht so richtig hier in die Kabine rein, was ich sehr schade finde, weil es ist einfach ein sportliches Auto und da will ich natürlich auch so ein bisschen die Charakteristik des Motors hören und über den Sound weiß ich ja auch, in welchen Lastzuständen ich mich gerade befinde und es vermittelt ja einfach ein viel besseres Gefühl von Sportlichkeit, wenn ich auch das Auto gut hören kann und das kann ich hier eben leider gar nicht. Also gar nicht ist natürlich übertrieben, aber zu wenig für meinen RS-Geschmack. Zu Audis Ehrenrettung, der RS5 muss nach strengeren Geräuschvorschriften funktionieren als die Kollegen, weil er der Jüngste ist. Jetzt im Dynamikmodus jedoch sind die Auspuffklappen dauerhaft offen. Die Schaltstrategie hat sich verändert, aber der Sound, er furzt so ein bisschen hinten raus, das finde ich schon mal gut. Oh. Also, so ein bisschen Charakter kommt jetzt hier doch auf. Beim Runterschalten furzt er herrlich, das finde ich schön. Wenn er dann noch nach Benzin hinten raus riecht, dann ist alles super. Aber es ist eben wahrscheinlich auch alles über die verschiedenen Fahrmodi, die ich hier habe, programmiert und soll eben genauso sein. Also mir kommt das alles so ein bisschen künstlich vor. Und hier drin ist es lauter geworden, aber es ist mehr ein Dröhnen, muss ich leider Gottes sagen. Hört ihr das? Ich fahre jetzt hier im 5. Gang, 2500 Umdrehungen. Und es ist so ein undefinierter Brei, einfach so ein bisschen, der hier reinkommt. Also der Sound ist jetzt nicht so meine Welt. Und das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, alle Hersteller programmieren ihre Modi auf bestimmte Weise, aber bei dem einen fühlt es sich natürlich an, beim anderen nicht. Und das wilde Rumknallen und Rausfurzen, nachdem vorher kaum was kam, ist schon auffällig. Neben dem Sound ist natürlich eins ganz wichtig. Wie geht der Hobel? So, pass auf, 2. Gang, 50 km/h. Ja, und da muss man sagen, der schiebt wie die Seuche. Also das kann man ihm attestieren. 600 Newtonmeter, die schieben voran, 450 PS und das ist einfach zu merken. Und die liefert er sehr linear ab. Also die drücken dich von Anfang bis Ende einfach brutal in den Sitz, wenn du das möchtest. Der Motor ist wirklich eine wahre Pracht. Heißes V, schnelle Lader, alles super. Und du hörst die Dinger herrlich spulen. Ich behaupte, im Konkurrenzumfeld ist das eine echte Kampfansage. Nur fährt der RS5, wie er fährt. Ich muss sagen, im ersten Moment und für jeden, der schon mal in einem sportlichen Audi gesessen hat, fühlt sich die Karre narrensicher an. Also man kann hier nur sehr wenig falsch machen, weil einfach immer Traktion da ist und man das Gefühl hat, das Auto immer unter Kontrolle zu haben. Also wenn hier im Hintergrund das ESP irgendwelche Spiele treibt, ist das für mich nicht zu merken. Ich fahre jetzt mal so ein bisschen dynamischer hier in die Ecke. Ja, also der Quattro gibt immer Traktion. Und das Lenkgefühl ist auch erstaunlich gut, also ich finde die total präzise. Schön direkt und nicht zu spitz außerdem und ich habe sogar das Gefühl von Rückmeldung. Eine gute Nachricht für alle DSG-Hater, das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ist passé. Ich hatte nie Probleme damit, aber 600 Newtonmeter kann bei Audi nur der 8-Gang-Wandler ab. Ich spüre jetzt keinen Unterschied zu einem Doppelkupplungsgetriebe. Also sie schaltet total schnell und ohne Zugkraftunterbrechung, so fühlt es sich zumindest für mich an. Was ich sagen muss, ist, dass die Schaltstrategie manchmal für mich nicht so richtig nachzuvollziehen ist. Vor allem in der S-Gasse, da bleibt er manchmal unendlich lang, einfach in einem niedrigen Gang, obwohl man nur ganz sacht Gas gibt. Also die Abstimmung, an die könnte man vielleicht nochmal Hand anlegen, aber ansonsten funktioniert das Getriebe hier drin wunderbar. Ich weiß, in S hält er die Gänge länger, aber ich hatte eben oft das Gefühl, das war jetzt viel zu lang. Was bleibt als Fazit? Ich fühle mich schon fast schlecht, weil viele kluge Leute lange am RS5 gearbeitet haben und dann komme ich als allgemeiner Horst und finde das nicht gut. Aber nochmal, für mich ist das nur nicht RS gut. Zu wenig Kante, zu wenig Herausforderung, viel zu viel perfektes Langstreckenauto.